Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU6 und das sind meine allerersten Minuten, die ich hier auf dem Server verbringe. Ich habe bisher noch gar nichts gemacht und habe jetzt auch geschlagene, eine Viertelstunde, sage ich mal, Zeit, um hier noch irgendwie was rauszureißen auf den Server. Deswegen werden wir mal versuchen, so schnell wie möglich, hier das Beste draus zu machen aus der Situation, sage ich mal. Ich bin in eine Gilde gejoint über den Gildenfinder Fried Cox. Ja, die hat mich sehr angesprochen. Deswegen habe ich mir gedacht, hier gehen wir mal einfach mal rein und werden mal schauen, dass wir hier noch einigermaßen, bevor wir hier heute die Segel streichen, noch irgendwie versuchen, ein bisschen was rauszuholen hier. Es ist heute wieder ein sehr rasantes Video, sag ich mal, weil ich halt wirklich es vorher nicht geschafft habe. Deswegen, ja, ich habe mich hier für den Baden diesmal entschieden. Das spielt aber auch jetzt großartig keine weitere Rolle. Ich hatte mir nur mal gedacht, ach komm, nimmst du mal eine andere Klasse. Und auch auf diesem Server werde ich jetzt hier wieder nicht sehr lange verweilen. Ich weiß, das habe ich beim letzten Server auch schon gesagt. Da haben mich dann die Umstände noch dazu verleitet, noch ein bisschen länger drauf zu spielen, sogar teilweise jetzt noch drauf aktiv zu zocken. Ich denke mal, auf dem Server wird mich hier dann doch ein bisschen weniger halten. Deswegen werden wir mal hier einfach reinschauen, bevor wir hier noch weitermachen. Gucken wir mal, wir haben jetzt hier knapp 25.000 Spieler registriert auf dem Server. Haben wir den Universe, den kennen wir, glaube ich, von W50. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Also wir haben die ersten Leute, wir haben es jetzt gerade 20:51 Uhr. Die ersten Leute, die hier schon ein bisschen gepusht haben, haben hier schon teilweise Steinchen am Start. Stufe 37 momentan jetzt gerade am Freitag, ne? Also ein paar Stunden nach Serverstart hier die ersten, die hier schon ein bisschen durchdrehen. Und ein paar Gilden kristallisieren sich jetzt schon raus, obwohl am Ende des Tages werden immer die Hasen gezählt, so, ne? Da wird immer am meisten dann rausgeholt und es wird sich dann nochmal zwischen 23 und 0 Uhr dann auch nochmal ein bisschen was entscheiden, wer hier wo steht nachher am Ende des Tages. Ansonsten haben wir Heroes Voice, wo hier schon viele am Start sind. Die Murlocs haben wir hier. Das ist das Geräusch wahrscheinlich von den Murlocs, was sie machen. Blackout sehe ich hier auch viel. Ansonsten so ein bisschen gemischt, Öre, das Königreich. Wir haben hier den Derafin zum Beispiel als etwas bekannteren, sag ich mal, oder als Content Creator, sagen wir es mal so, hier am Start. Ansonsten, bunt gemischt auf jeden Fall. Auch die Klassen momentan noch bunt gemischt. Ich würde leichte Tendenz zu geschickten Klassen sagen, so wie ich ja auch letztes Mal in meinem Klassenvideo angesprochen hatte. Hier haben wir noch jemanden, ich glaube, das ist ich weiß gar nicht, Tschechisch, Polnisch, ich weiß immer nicht ganz genau. Und deswegen sind schon ein paar Leute hier am Start. Mal schauen. Wir werden die ersten 2-3 Tage mal beobachten und gucken, wo die Reise hier so hingeht auf dem Server. Ich bin sehr gespannt und aber wir gucken jetzt erstmal nochmal, wir konzentrieren uns auf uns selbst hier, ne? Dass wir auch einen kleinen Mehrwert irgendwo für die Gilde hier bieten. Das sollte, denke ich mal, schon Voraussetzung sein, dass wir hier zumindest ein bisschen gepusht haben heute, bevor wir hier Feierabend machen. Ja, was ist das Erste, was wir immer machen, wenn wir frisch auf einem Server gestartet sind? Wir leveln erstmal auf Stufe 10. Ja, also für sowas Komplettes, also für einen komplett gelungenen Serverstart fehlt uns das heute vorne und hinten an der Zeit. Wir gehen auf Stufe 10. Haben damit auch schon den ersten Dungeon hier freigeschaltet. Da werden wir jetzt noch nicht großartig eine Chance haben. Erst wenn wir vielleicht ein bisschen equipped sind, ein paar Stat-Punkte haben. Das nächste, was wir machen, ist, wir gehen in den Zauberladen. Blättern hier so lange, bis wir Sanduhren kriegen? Nö, bis wir das Sammelalbum freigeschaltet haben. Das bekommen wir hier im Zauberladen. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Wir sind jetzt schon gut dabei. Also das waren jetzt relativ viele Pilze, sag ich mal, die wir jetzt dafür in Anspruch genommen haben. Das nächste, was man dann machen wollen würde, ist dann halt sich eben ein bisschen neu equippen. Und zwar, gucken wir mal nach einer neuen Waffe oder so. Neues Equipment halt, Stärke, Glück brauchen wir alles nicht unbedingt.
Aber ich sag mal so, die großartige Zeit jetzt hier viel zu suchen haben wir jetzt auch nicht. Deswegen nehmen wir jetzt einfach das nächstbeste mit, was so auch ungefähr vielleicht einigermaßen so unseren Stats auch entspricht, also Ausdauer int. Mal schauen. Ja, ist ja auch nicht so das Wahre hier. Vielleicht noch eine neue Rüstung. Was haben wir hier? Intelligenz. Können wir auch mitnehmen. Huch, die Waffe habe ich überblättert, das wollte ich nicht. So, und dann, was ist das nächste? Natürlich, wenn wir uns equipped haben. Ja, das ist, ja komm, hier, komm, scheiß drauf, bevor wir hier noch ewig suchen. Geschick, Glück. Wir gehen dann als nächstes in die Ehrenhalle und farmen uns dann durch, dass wir da noch ein bisschen das Sammelalbum gefüllt kriegen, ne? Ja, dass wir da mit einer einigermaßen guten mit einem einigermaßen gut gefüllten Sammelalbum da performen können hier. Das sollte im Schnitt so circa bei, ach komm, ein paar neue Schuhe noch hier irgendwo. Ja, hier, komm, scheiß drauf. Zwischen 30, 35 bis am Ende des Tages vielleicht an die 40% sollte man circa kommen. Das werden wir nicht schaffen. Ja, so. Das Extra können wir jetzt noch nicht finden, da haben wir das Level noch nicht für erreicht. Huch, aber wir können den ersten Gegner jetzt hier schon ausschalten. Das klappt schon mal soweit, einfach nur alleine durch unsere Neuequippung hier, sag ich mal. Ne? So, dann gehen wir noch ein bisschen in Intelligenz rein, pushen noch ein bisschen Ausdauer hier noch, knallen wir einfach den Rest hier noch mit rein. Ne? Das, was wir haben, kann weg. So, zack. Und dann ist halt jetzt quasi der nächste Step. Mal schauen. Kriegen wir hier schon die Gegner besiegt? Nö, wir gehen mal ein bisschen runter. Wir haben hier, okay, wir gehen mal auf 11.000. Hier haben die Gegner tatsächlich sich überhaupt nicht equipped. Deswegen gehen wir mal noch ein bisschen höher. Okay, warte mal, wo sind wir denn? Auf welchen Rang? 7, 6, okay. Dann gucken wir mal in dem Bereich hier. Okay, hier ist auch noch keiner, der sich equipped hat. Wir gucken mal, wo die ersten Leute ein paar Items haben. Das ist so in dem Bereich hier vielleicht. Und eventuell kriegen wir hier auch von dem einen oder anderen ein paar Sammelalbum-Einträge. Ne? Hier sind auch schon viele Spieler dabei, tatsächlich, die hier schon echt sich gut equipped haben, die schon ein paar gute Stat-Punkte erreicht haben. Das hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt geht es hier voran. Jetzt können wir uns hier durchfahren. Und das ist quasi jetzt die Variante, die natürlich ein bisschen schneller geht. Free-to-Play muss man natürlich alle 10 Minuten warten, bis man hier mal irgendwie einen Kampf machen kann. Okay, jetzt verlieren wir wieder ein paar Kämpfe. Und dadurch füllen wir jetzt quasi das Sammelalbum. Wir sind jetzt auf 420, das passt ja, 420. Kommen wir noch höher jetzt, ist die Frage. Wir haben uns natürlich nicht optimal equipped, ne? Also so jemanden hier, den kann man auch mitnehmen. Bisschen Beutegold kann man hier auch rausholen, denke ich mal, ist auch nicht verkehrt. Wir haben uns jetzt hier nicht optimal equipped, ne? Wir haben viele Items, die jetzt nicht wirklich, sag ich mal, dem Optimum entsprechen. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, dann würde ich ein bisschen mehr noch darauf achten, auf Stufe 10 sich einmal komplett schön zu equippen, weil dann habt ihr auch gegen viele andere, sag ich mal, in der Ehrenhalle hier bessere Chancen, die zu besiegen, wodurch ihr am Ende des Tages dann auch ein etwas höheres Sammelalbum dann bekommen könnt. Ne? Das ist so das Ding. Und, der hatte nichts gehabt. Ja, und das macht man in der Regel jetzt so bis circa, bis ihr so circa 30% oder so habt. Ne? Da werden wir jetzt nicht hinkommen heute. Das wird leider nichts. Ne? Aber ein bisschen voran sind wir schon gekommen. Wir sind jetzt bald auf 10% hier. Das ist ja schon mal ganz famos. Und werden dann am Ende des Tages noch ein bisschen durch die Alu klicken, weil die ordentlich zu klicken schaffe ich jetzt, glaube ich, heute auch nicht mehr. Ne? Deswegen schauen wir mal. Den können wir mitnehmen hier, den Kollegen. Gibt der uns Gold? Nee, schade, gut. Ich hatte gedacht, der ist ein easy Snack.
10 Gold nimmt man natürlich mit. Schmeckt zum Anfang immer sehr gut hier, das Beutegold, weil, ja, oh, schade, die Skillpunkte natürlich noch nicht so hoch sind, beziehungsweise kann man die halt easy leveln dadurch. Ne? 20 Gold ist jetzt halt auf dem Level schon noch relativ viel, weil man, ja, hier, ihr seht halt ein paar Skillpunkte dadurch rein investieren kann hier. Ne? So, und so lange greifen wir jetzt hier weiter an. Zack. So. So geht das denn, ne? Ja, das Ganze, wie gesagt, dann halt bis zu dieser bestimmten Stufe an Sammelalbum. Kommen wir gehen mal noch auf die 10% und danach klicken wir dann unsere Alu durch. Ne? Während ihr die Alu klickt, werdet ihr auch nochmal deutlich stärker, weil die Abenteuerlust ist das, worüber ihr am Ende des Tages am ersten Tag am meisten an XP und so bekommen könnt. Ne? Da könnt ihr, ja, wenn ihr 300 Alu spielt am ersten Tag, nach den ersten paar Leveln, die ihr dann aufgestiegen seid, weiß ich nicht, wenn ihr so Stufe 15 seid, könnt ihr euch dann nochmal neu equippen, weil ihr dann schon wieder ein paar mehr Level erreicht habt. Ne? Ich glaube mal, wir sind jetzt bei 10% hier, genau. Und dementsprechend habt ihr natürlich dann auch wieder bessere Chancen, im Dungeon weiter voranzukommen und ja, halt auch so schnell wie möglich hochzukommen im Level. Und wenn ihr durch die Dungeon XP viele, ja, Gegner besiegen könnt, dann, ja, steigt ihr im besten Falle dann auch ein paar Level auf und braucht dafür nicht mal eure Alu verballern. Und wenn ihr da ein paar Level gemacht habt, dann ist im Umkehrschluss eure Abenteuerlust natürlich dann auch wieder besser. Ne? Das ist halt so ein, ja, das geht halt so Hand in Hand, sag ich mal. Ne? So, da haben wir schon Stufe 14 erreicht. Hier so ein kleiner Speedrun hier heute. Ne, wie gesagt, wir können nicht so großartig durchdrehen hier. Ne? Ballern die Alu durch. Wir sind jetzt Stufe 15. So, im Prinzip könnte man jetzt auch hier schon so ein Extra finden. Das geht jetzt halt. Mittlere Tränke sind auch findbar und dementsprechend könnt ihr euch, ja, dadurch dann auch wieder ein bisschen verstärken, wodurch ihr dann auch wieder besser in der Ehrenhalle seid und auch wieder besser ja, Sammelalbum-Einträge farmen könnt. Ne? Das macht ihr so am ersten Tag. Das ist so das Ding auf jeden Fall. Ja, so sieht's aus, Stufe 15. Wir haben ja auch das Event hier. Das finde ich halt sehr interessant, muss ich sagen, weil wir hier schon sehr early halt einen legendären Stein bekommen können. Der wird natürlich auch nochmal ordentlich gut reincarryen können. Vor allen Dingen im Early Game ist das schon echt hilfreich auf jeden Fall. Jetzt bitte mal weggucken, weil das, was wir jetzt machen, hier ist wirklich sehr ehrenlos jetzt gerade an der Stelle, aber ich krieg's halt zeitmäßig heute einfach nicht anders hin, das hier so zu erledigen. Ne? Solchen Playstyle vermeidet ihr am besten, aber ich möchte hier noch meine Abenteuerlust heute durchkriegen und wenn schon keine Zeit da ist und wir haben auch keine Zeitmaschine, wo wir das reinfließen lassen können, dann ja, geht es dann halt eben auf die Art und Weise. Ne? Das ist natürlich nicht sehr schön, aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn die Abenteuerlust auf der Strecke bleibt. So, ne? Deswegen, ja, ich wollte den ersten kompletten Tag hier noch im Video festhalten und danach geht es dann für mich auch schon wieder weiter. So, wir haben auch schon ein paar Plätze hier, die wir gewastet haben, tatsächlich. Ausdauer, Glück, ja, hier rein damit. Stärke brauchen wir auch alles nicht hier. Ihr seht schon, oh, die Waffe ist auch schon wieder deutlich besser. Jetzt könnte man gucken, dass man... Ey, achso, ich bin noch unterwegs, okay. Jetzt könnte man gucken, dass man hier im Dungeon wieder ein bisschen weiterkommt. Das geht auf jeden Fall. Die nächsten 2 Gegner liegen auch hier, Stufe 19. Sehr schön. Die Gegner solltet ihr halt immer versuchen vorher zu erledigen, bevor ihr eure Abenteuerlust macht, weil wie gesagt, umso höher ihr im Level seid, umso besser wird halt auch eben eure Abenteuerlust. So, jetzt sind wir bei der Banshee hier. Das ist ein Magier, das ist wahrscheinlich erstmal wieder ein Block, wo wir jetzt so schnell nicht weiterkommen können. Deswegen holen wir jetzt unsere restliche Abenteuerlust für den heutigen Tag ab. Und ja, was ist so das Ziel? Also mein persönliches Ziel am ersten Tag, was man so erreichen sollte, wenn man halt vernünftig spielt. Oh, lol.
Ja, ist ja auch gut hier. Das ist mindestens 25 bis hin zu 30 dann nachher, ne? Weil dann habt ihr auch schon die Festung dann nachher freigeschaltet. Dementsprechend, wenn man denn das Geld auch investiert für das Festungspaket, was man dann machen sollte, wenn man ein bisschen ambitionierter spielt hier auf dem Server, dann könnt ihr easy peasy auch schon die Mine euch ziehen und dann geht das alles nachher auch viel, viel leichter dann von der Hand, ne? Deswegen, sollte das auch für den ersten Tag so an sich gar kein Problem sein. Meistens sind ja dann auch immer irgendwelche Events am Start, die euch am ersten Tag dann sowieso auch nochmal dann deutlich unterstützen und deswegen ist das alles gar nicht so schwer, wie man das halt immer so, ja, weiß ich nicht, wenn man es jetzt so zum ersten Mal sieht, ne? Da fragt man sich dann immer, oh, wie schaffen die das denn da oben, ne, am ersten Tag hier so und so weit zu kommen? Da haben wir jetzt auch die Banshee. Aber im Prinzip ist das, wenn man sich Mühe gibt und ein bisschen Zeit rein investiert und natürlich auch die Pilze, das ist ganz klar, dann ist das immer alles eigentlich gar nicht so verkehrt. So, dafür, dass wir hier jetzt unter aller Kanone gespielt haben, wie Magazine, haben wir dann doch noch irgendwie Stufe 20 erreicht. Ja, bin ich jetzt natürlich nicht so stolz drauf, ne? Aber besser als immerhin Stufe 1. Und ja, machen jetzt hier noch unsere Angriffe, die wir jetzt auch noch hier nebenbei machen können. Dadurch bekommen wir passiv auch nochmal ein besseres Sammelalbum. Und dann haben wir unsere Task für den ersten Tag hier, glaube ich, heute abgeschlossen. Dann haben wir, glaube ich, soweit alles erreicht, ne? Einen müssen wir hier noch besiegen. So, schauen wir noch mal kurz in die Dailies. Jo, alles fertig. Und genau, nochmal ein paar Einträge gemacht hier nebenbei. Alles klar, das war es soweit für den ersten Tag EU6. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, bei mir geht es hier nicht sehr weit. Aber mal gucken, was die anderen noch so machen hier auf dem Server, ne? Wir werden das Ganze beobachten. Und ja, das war es erstmal soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nutzt gerne den Code Dorza-EU6, falls ihr auf dem Server hier spielt. Dann bekommt ihr halt auch ja, Treibsanduhren 100 Stück, ein Flügeltrank und ein Greifendrachen oder ein Drachengreif, je nach Rasse, gratis. Deswegen, ja, vielen lieben Dank an jeden und wünsche euch auch viel Erfolg hier auf dem Server. Ansonsten noch soweit ein stabiles Wochenende. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal.